Hallo, hier ist wieder der Kai von 10 × 10 und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch im letzten Video gebeten, mir Kommentare mit für euch interessanten Themen zu hinterlassen und viele von euch interessieren sich für Uhren im Luxussegment, die sich aber auch gut für Einsteiger eignen. Dazu wird in den kommenden Videos auch noch einiges mehr kommen. Wir bereiten nämlich momentan eine riesige Videoserie vor. Ihr dürft also gespannt bleiben und bei dieser Gelegenheit, falls ihr das noch nicht getan habt, auch direkt gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn was Neues kommt. Hier bekommt ihr jede Woche Content aus dem Bereich Luxusuhren in Deutsch und in erstklassiger Qualität. Heute beginnen wir aber mit einer ganz besonderen Uhr, die so alles mitbringt, was eine Luxusuhr braucht. Qualität, Charakter, Geschichte und ein zeitloses Aussehen, das praktisch jedem steht und das alles auch noch zu einem absolut vernünftigen Preis. Die Rede ist von der Omega Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph. Übrigens auch eine tolle Alternative zur praktisch unmöglich erhältlichen Daytona 116-500 LN. Und wieso das so ist, sage ich euch in meinen 5 Gründen, wieso die Omega Speedmaster Moonwatch in keiner Kollektion fehlen darf. Nach den 5 Gründen gehe ich außerdem noch darauf ein, wieso diese Uhr auch speziell für Einsteiger eine ausgezeichnete Uhr ist. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim Juwelier Kutter 1825 auf der Königstraße in Stuttgart bedanken, der mir diese Uhr für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Und kleiner Zwischeneinschub, ich spiele mit dem Gedanken, die Uhr direkt zu bezahlen, anstatt sie zurückzubringen. Kutter 1825 ist einer der größten Juweliere in Stuttgart und bringt eine in Baden-Württemberg einzigartige Markenvielfalt von Audemars Piguet über Patek Philippe und Rolex bis hin zu Zenith mit. Außerdem findet ihr dort als echte Uhrenliebhaber definitiv sehr gute Berater und auch Gesprächspartner, denn die Mitarbeiter dort bringen sowohl ein riesen Know-how als auch eine unglaubliche Leidenschaft zum Thema Uhren mit. So, steigen wir direkt mit Grund Nummer 1 ein und das ist die Box. Ich sage euch direkt eins, das ist auf jeden Fall die größte Box, die ich je mit einer Uhr mit nach Hause genommen habe. Die Außenbox ist dabei aus dickem Karton und bietet ein wirklich besonderes Erlebnis beim Auspacken. Besonders auffällig ist dabei natürlich das oben angebrachte Speedmaster Seepferdsiegel. Die Innenbox ist dann im Moonwatch-Design gestaltet, mit einem Außenmaterial aus Textil. Die Schließen der Box sind übrigens den Schließen eines Astronautenanzugs nachempfunden. Klar ist der Eindruck nicht der gleiche wie bei einer, sage ich mal, Audemars Piguet oder sogar Patek Philippe Box, aber es passt perfekt zur Uhr und fühlt sich einfach auch 100%ig authentisch an. Ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr gefreut, eine Uhr auszupacken. Die Vergrößerung der Box und das Dazupacken des Zubehörs ist übrigens anscheinend auch der Grund für die Preiserhöhung im Jahr 2015 gewesen. Zum Preis aber gleich noch mehr. Denn das eben schon kurz genannte Zubehör ist der Grund Nummer 2 für die Moonwatch Professional. Standardmäßig sind hier natürlich erst einmal die Garantiekarte und die Karte mit der individuellen Seriennummer beigepackt. Ebenso darf natürlich die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen nicht fehlen. Das war's dann aber auch schon mit Standard, denn wo es bei anderen Uhren schon aufhört, fängt Omega hier erst richtig an. Omega scheint nämlich, entgegen anderer Hersteller, gar nichts dagegen zu haben, dass die Käufer der Uhr daran selber ein bisschen herumwerkeln. Es liegen nämlich nicht nur die Anleitung zum Armbandwechsel bei, einmal für die Stahlvariante und durch Umdrehen dann auch für die Lederbänder, sogar das dazu benötigte Uhrenwerkzeug, extra Federstege zum Befestigen des Armbands und direkt 2 Wechselarmbänder sind ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten. Das erste Armband ist ein NATO-Armband aus Textil und das zweite ist ein originalgetreues Astronautenarmband mit sehr großem Umfang, damit es halt eben um den Astronautenanzug passt. Falls also einer von euch zu Fasching als Astronaut gehen wollte, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Zusätzlich gibt es noch eine Uhrmacherlupe mit im Lieferumfang mit dem Vergrößerungsfaktor 2,5, mit der ihr eure Uhren mal etwas genauer anschauen könnt und einen Briefbeschwerer mit dem Speedmaster-Siegel drauf. Das letzte Stückchen Zubehör bringt uns gleich weiter zum dritten Grund, wieso die Moonwatch Professional eine so besondere Uhr ist, die eigentlich wirklich in keiner Kollektion fehlen sollte. Und zwar nämlich natürlich der besonderen Geschichte der Uhr. Ebenfalls enthalten ist nämlich ein kleines Booklet in schwarz-rotem Finish, das alle Infos zur Geschichte der Speedmaster im Zusammenhang mit der Mondmission enthält. Inklusive originalen Fotografien von den Missionen selbst. Die Speedmaster war nämlich die allererste Uhr auf dem Mond und auch an allen Apollo-Missionen maßgeblich beteiligt.
Die NASA hat damals einige Uhren verschiedener Hersteller zahlreichen Tests unterzogen und die Speedmaster war dabei wirklich die einzige, die alle Tests erfolgreich bestanden hat. Von Rütteltests über Temperaturtests bis hin zur Ganggenauigkeit natürlich. Bei der Apollo 13 Mission trug die Moonwatch außerdem wirklich maßgeblich dazu bei, dass diese Mission nicht verunglückt ist. Der Chronograph wurde nämlich zum genauen Abstimmen der Brenndauer der Triebwerke genutzt, um die Raumkapsel wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Wer sich dafür interessiert, muss übrigens nur den Film Apollo 13 mit Tom Hanks ansehen, was ich an dieser Stelle auch gleich mal empfehle. Was die Uhr so unglaublich widerstandsfähig und geeignet für Weltraumausflüge gemacht hat, bringt uns auch gleich zu Grund Nummer 4. Und das ist natürlich die Uhr selber. Die Uhr kommt in einem Gehäuse aus Edelstahl und misst 42 mm im Durchmesser, also etwas größer als 40 mm, aber jeder mit einem Handgelenkumfang von 170 mm oder mehr kann diese Uhr also auf jeden Fall problemlos tragen. Auf der Vorderseite besitzt die Uhr ein gewölbtes, antireflexionsbeschichtetes Saphirglas, auf der Rückseite einen Saphirglasboden ohne Wölbung, was der Uhr übrigens auch ihren Spitznamen Sapphire Sandwich eingebracht hat. Durch den Glasboden ist dann auch direkt das wunderschöne Kaliber 1863 von Omega sichtbar. Ein Chronographenwerk mit Handaufzug, also ohne Automatik und mit rodinierter Endverarbeitung. Der Handaufzug mag auf alle Fälle ein kleines Minus in der Alltagstauglichkeit der Uhr sein. Er ermöglicht aber auf der anderen Seite den freien Blick aufs Uhrwerk der Speedmaster, weil der Rotor natürlich durchs Nichtvorhandensein nicht die Sicht verdeckt. Ich finde, alleine dafür lohnt sich das eigentlich schon. Außerdem war die originale Moonwatch ebenfalls mit einem Handaufzug ausgestattet. Übrigens nicht wegen der Schwerelosigkeit, wie oft behauptet, sondern einfach, weil es damals noch keine Chronographenwerke mit Selbstaufzug gab. Außerdem bringt das dem Charakter der Uhr gleich noch eine irgendwie schöne Eigenschaft. Trägt man die Uhr, kann man das morgendliche Aufziehen der Uhr direkt zu einem Ritual machen, was einen irgendwie der Mechanik dieser Uhr noch etwas näher bringt. Übrigens, die Krone lässt sich nur so lange drehen, ca. 40 Mal, bis die Uhr voll aufgezogen ist. Danach stoppt die Krone und ihr wisst also immer Bescheid, wann eure Uhr voll aufgezogen ist. Die Gangreserve der Uhr beträgt übrigens 48 Stunden. Das Zifferblatt der Uhr ist in einem mattschwarzen Finish verarbeitet, was im Kontrast zu den weißen Zeigern eine hervorragende Ablesbarkeit ermöglicht. Die Zeiger und das Zifferblatt sind etwas gröber verarbeitet als beispielsweise die einer Rolex. Das gibt der Uhr aber auch nochmal einen ganz eigenen Charakter und es wirkt deswegen auf gar keinen Fall weniger wertig. Der Lünetteneinsatz mit Tachymeterskala ist aus Aluminium. Das Gehäuse ist Omega-typisch mit polierten Kurven ausgestattet, was der Uhr nochmal einen einzigartigen Look gibt. Allgemein sind die Proportionen der Uhr sehr gut, um sowohl einen guten Look als auch einen sehr hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Zu vergleichen ungefähr so mit dem Oysterband von Rolex. Einziger Wermutstropfen ist die Krone. Sie sitzt zwischen den Crown Guards etwas ungeschickt zum Aufziehen. Ein winzig kleiner Nachteil bei einer sonst wirklich fast makellosen Uhr. Wo wir schon bei makellos sind, zum Schwimmen empfiehlt sich diese Uhr bei einer Wasserdichtigkeit von 50 Metern auch nicht so wirklich. Für mich jetzt allerdings kein so wichtiger Punkt. Auch nachts lässt sich die Uhr übrigens wirklich gut ablesen. Die Looms sind auf fast jedem Merkmal des Zifferblatts angebracht und leuchten in einem Grünton. Nachdem wir jetzt die Merkmale und die Geschichte der Uhr kennen, wird es Zeit, sich um die Preis- und Verfügbarkeitsfrage der Uhr zu kümmern, unserem Grund Nummer 5. Wer aufgrund der tollen aufgezählten Eigenschaften nun fürchtet, dass diese Uhr preislich komplett abgehoben ist oder aber wie andere Sportstahlmodelle anderer Hersteller kaum verfügbar ist, den kann ich sofort beruhigen. Die Uhr kommt in 2 Varianten daher. Einmal in der eben vorgestellten Variante mit Saphirglas und Glasboden und einmal, noch näher am Original, mit Plexiglas-ähnlichem, aber weniger kratzbeständigem Hesalit-Glas und mit Stahlboden statt Glasboden. Die Variante mit Glasboden, die ich hier habe, ist etwas teurer und ist mit einem Listenpreis von 5.400 € auf der Omega-Webseite aufgeführt. Die Variante mit Hesalit-Glas und ohne durchsichtigen Boden kostet dagegen 4.600 €. Gebraucht sind beide Uhren sogar nochmal etwa 25% günstiger zu haben, was wohl auch beim Konzessionär sicherlich einen kleinen Verhandlungsspielraum ermöglicht. Auch mit der Verfügbarkeit sieht es entspannt aus. Als ich vor einigen Tagen spontan bei Kutter 1825 angerufen habe, wurde mir mitgeteilt, beide Uhren sind da und ich könne sofort vorbeikommen, um mir diese anzusehen. Nachdem ihr jetzt die 5 Gründe kennt, wieso die Omega Speedmaster Moonwatch Professional in keiner Kollektion fehlen darf, sage ich euch jetzt noch mal kurz 4 Gründe, wieso diese Uhr auch für Einsteiger eine wirklich tolle Wahl darstellt. Nummer 1.
Die Uhr ist in einem Preissegment angesetzt, das für jeden Uhrenliebhaber ein erreichbares Ziel darstellt und auch von der Verfügbarkeit überhaupt gar kein Kopfzerbrechen bereitet. Und das sorgt eben beim Einstieg in den Luxusuhrenbereich für ein entspanntes Kauferlebnis. Nummer 2. Der Handaufzug und der Glasboden der etwas teureren Variante sind eine tolle Gelegenheit, seine Liebe zur unglaublichen Mechanik einer Luxusuhr zu entdecken und zu vergrößern. Nummer 3. Auch diese Uhr ist trotz der guten Verfügbarkeit immer noch relativ preisstabil. In den letzten 5 Jahren hat sich der Preis für gebrauchte Uhren immer so zwischen 3.300 und 4.000 Euro bewegt. Eine starke Wertsteigerung würde ich für diese Uhr aber eher ausschließen. Nummer 4. Ihr kauft hier wirklich nicht nur eine Uhr, sondern auch ein Stück Geschichte mit. Die Chance ist groß, dass diese Uhr früher oder später sowieso in eurer Kollektion landet. Wieso dann nicht gleich als erste Uhr? Und das waren sie jetzt meine 5 Gründe, wieso die Omega Speedmaster Moonwatch Professional in keiner Kollektion fehlen darf. Und jetzt möchte ich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Was haltet ihr von der Moonwatch? Ich freue mich von euch zu lesen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann!